Ja, liebe Freunde, heute jetzt wieder Nachmittag, schöner Tag. Wir haben das gleich ausgenutzt, auch den zweiten Film gedreht. Wir haben hier heute Morgen einen wunderschönen Jaguar XK 140 bekommen. Wir haben ja im Moment noch Winter und da müssen wir praktisch jeden Moment nutzen, wenn so schön die Sonne scheint. Und das Auto ist was absolut Besonderes, weil der Wagen ist alles Matching, was es gibt. Der Wagen befindet sich, soweit wir das recherchieren konnten, erst in zweiter Hand. Der ist sein Leben lang in Hollywood gelaufen, ganz interessant. Ist dort bei einem Professor gewesen in erster Hand und der hat an dem Wagen nie was gemacht. Das heißt, das Auto, als unser jetziger Besitzer den Wagen da gekauft hat, war im ersten Lack und war völlig original beieinander. Es gibt zu dem Auto ein Heritage-Gutachten, was belegt, dass alles an dem Auto original ist. Der ist zwar im Jahr 2014 dann renoviert worden, hat aber die richtige Farbe bekommen. Das Auto ist ungeschweißt geblieben. Das Auto hatte überhaupt keinen Rost. Als man das abgeschliffen hat, hat man die Grundierung noch gesehen. Und deswegen hat er so eine einmalige Karosse. Und was ich ganz besonders finde an dem Auto, er hat diese ganz, ganz seltene Farbe. Das ist so ein Mittelblau. Ich kann euch nachher genau sagen, wie das heißt. Aber sonst, der ist so toll. Dieses schöne, originale alte Holz, was man wieder aufgearbeitet hat. Man konnte es verwenden, weil es nicht kaputt war. Er hat es wieder lasiert. Da ist der schöne Klarlack drüber gekommen und sonst hat der Wagen einen Zustand, der ist wirklich sensationell. Das Einzige, was er geändert hat, hat er mir gesagt, aus Sicherheitsgründen. Er hat vorne Scheibenbremsen reingemacht. Das Auto ist ja gebaut worden im Jahr 1955 und da gab es noch keine Scheibenbremse und das finde ich eine gute Idee. Ich habe das eben schon gemerkt, wenn man bremst, der packt fest zu und steht auch sofort. Ja, und das ist eigentlich das Einzige und ich merke das so schon, der Wagen ist nicht ausgeschlagen. Er hat ja auch technisch alles gemacht, was es zu machen gab. Es gibt manchmal so Herrschaften, wenn die abends dann zu Hause sind, haben sie ihre Werkstatt und fummeln dann abends. Andere Leute sitzen vor der Tagesschau und die andere, wie er jetzt zum Beispiel, der saß dann jeden Abend in seiner Werkstatt und hat das Auto mit der Zahnbürste restauriert. Also so sieht er aus und in dem Zustand ist er auch. Ich habe übrigens vom XK 140 eine ganze Menge Autos verkauft und ich kann euch sagen, dass die immer ziemlich schnell weitergegangen sind, weil das sehr schöne Autos sind. Der ist ja nicht so häufig gebaut worden. Es gab vom XK 140 2700 Exemplare, mehr nicht. Und dieser hier hat eigentlich die schönste Form. Das ist das XK 140 Cabriolet. Schöner Wagen, zieht gut durch. Maschine läuft seidenweich. Also das hier ist mal ein richtig gutes Auto. Ja, so jetzt meine Erfahrung nach den ersten Metern hier mit diesem XK 140, die sind wirklich toll. Also dieser hier gehört mit zu den besten XKs, die ich in meinem Leben hatte. Und das will was heißen. Also ich habe bestimmt 30, 40 XKs verkauft in meinem Leben, aber wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Aber der ist wirklich ganz toll hier. Man merkt, dass der authentisch zusammen ist. Und hier hat jemand dran gearbeitet, richtig aufs Detail geachtet. Und das Schöne ist, wir haben dieses Heritage-Gutachten, das kann man ja beantragen, bekommt es dazu geschickt gegen 50 oder 60 Euro. Und da steht dann genau drin, was das für ein Auto ist, wie er zur Welt gekommen ist, ob die Nummern alles stimmen. Also unser Auto hat Matching Numbers, Matching Colors, das heißt, die Farben sind authentisch richtig. Das Interieur mit dem dunkelblauen Leder ist richtig. Ich denke mal, dass in der trockenen Luft, da in Kalifornien, wird das rissig sein, deswegen konnte man das nicht mehr retten. Aber er hat schönes dunkelblaues Leder mit hellblau Piping genommen. Das zeigen wir euch gleich noch ein bisschen genauer. Aber fahren tut er toll. Super Sound hat das Auto hier. Hat übrigens die Viergangschaltung synchronisiert. Vorne links ist der Rückwärtsgang. Geht auch wunderbar rein und schaltet sich auch gut. Er hat ganz kurze Schaltwege. Ist ja ein Sportwagen. Ist ein Auto, was immerhin 205 Stundenkilometer schnell war. Das war Mitte der 50er Jahre sehr, sehr viel. Das Auto hat etwas über 200 PS und eine 3,5 Liter Maschine mit 6 Zylindern. Der hat richtig Power erzeugt. Ich denke mal, dass er 9 bis 10 Sekunden auf 100 ist. Und wie gesagt, eine Geschwindigkeit von etwas über 200 mit so einem Auto, das ist schon klasse. Hat übrigens eine sehr direkte Lenkung. Und ich habe eben auch schon mal auf die Bremse getreten. Die funktionieren hervorragend. Also für die Puristen, die sagen, der hatte nur Trommelbremsen, der Besitzer gibt die Original-Trommelbremsen von vorne mit dazu. Also wer das wieder auf eine etwas schlechtere Bremswirkung, aber dafür original zurechtgebaut haben möchte, kann das machen.
Ja, hier mal ganz kurz dieses ganz luxuriöse Wurzelholz-Armaturenbrett. Hier vorne Wasser und Öl. Rechts ist der Drehzahlmesser. Ne, Quatsch, das sind die Meilen, Entschuldigung. Hier links ist der Drehzahlmesser. Der dreht bis 5.500 Touren. Das tun wir ihm jetzt aber nicht an, weil der Wagen, wie gesagt, restauriert wurde. Das, was hier steht, 443, das hat er bisher gelaufen, seitdem er komplett gemacht wurde. Also er ist immer noch dabei, eingefahren zu werden. Aber ich kann euch sagen, der Vorbesitzer hat eine ganz tolle Arbeit gemacht. Also man sieht das an der Karosse, die sitzt wie am ersten Tag. So ist der Wagen gebaut worden. Es ist ganz, ganz selten, dass die Originalkarosserie ohne Unfall und ohne Schweißnähte noch so zusammen ist, wie sie produziert wurde. Das ist hier der Fall bei dem Auto. Und das sieht man, also ich habe schon ein paar originale XKs verkauft. Daher weiß ich, wie die aussehen müssen. Das Auto ist hier von unten und von oben, also man kann sagen, fast neuwertig. Was ich übrigens sehr schön finde, man hat den originalen Chrom verbaut, ohne ihn neu zu verchromen. Da sind so ganz kleine Pickelchen drauf, das zeigen wir euch später vorne, aber es ist der Originale. Und man sieht einfach, dass der Wagen Geschichte hat, und zwar eine gute Geschichte. Das ist alles noch so gut erhalten, dass man es auch so belassen kann, wie es jetzt ist. Ja, ich sag mal, bisher gab es ja den Jaguar XK120, der ist gebaut worden ab 1950. Das Auto war aber 10 cm kürzer. Und Herrschaften, die ein bisschen größer waren, die haben so eng dahinter gesessen, war ein Problem, ja. Dieser hier hat einigermaßen Platz, der ist 10 cm länger. Er hat hinten auch noch Sitze. Das passt zwar nur für Gepäck oder für Kinder, aber man kann jemanden mitnehmen. Das ist beim 120er so gut wie gar nicht möglich gewesen. Und es gab halt dann noch die dritte Serie, das war der XK150. So ein Auto bekommen wir auch nächste Woche. Sehr, sehr schön in Hamburg übrigens. Und man spürt, das ist ein toller Motor. Also diese Motorisierung ist klasse. Man ist also, was das Fahrwerk angeht, fast übermotorisiert unterwegs. Mehr braucht es nicht. Ihr könnt da bei Rallyes teilnehmen. Das ist ein wunderschöner Oldtimer. Die XKs sind übrigens ganz preisstabil. Sagt ja schon, es gibt nicht allzu viele davon. Und sehr viele gute gibt es auch nicht. Aber dieser hier ist wirklich, also das ist ein wunderschönes Auto. Man sieht ja auch, sind die ganzen Originalen hier Viper, das ist alles noch original und das war in einem guten Zustand. Es konnte alles wieder verbaut werden. Und das gibt diesen Wagen hier, diesen unvergleichlich, diesen schönen Charme. Also da hat sich einer wirklich was dabei gedacht. Der hat gesagt, ich möchte so viel Originalität wie möglich am Auto lassen. Aber es soll ansonsten alles neuwertig sein und so authentisch, wie er 1955 in England produziert wurde. Und was ja toll ist, der Wagen ist ganz offensichtlich von 1955 bis ins Jahr 2000 erster Hand gewesen. War das 2000? 95. Bis 1995 höre ich gerade. In einem Besitz gewesen bei einem amerikanischen Professor. Da haben wir sogar noch Bilder von dem Mann, wie er in dem Auto rumfährt, der genauso aussieht, wie er jetzt auch aussieht. Könnt ihr gleich sehen, auch von der Farbe her. Zwar ein bisschen vergilbt das Foto, aber ist dabei, was ich schön finde. Handbremse übrigens ganz interessant, wenn man die zieht, ratatatatat, merkt man, wie sie einrastet und dann aber auch wirklich fest ist. Um sie zu lösen, muss man drücken und dann geht sie wieder runter. Ja, hier vorne Aschenbecher, die sind übrigens nicht ganz original. Ich glaube, die waren kaputt, die waren nämlich mal so aus so Messingmäßig. Angelaufenes Messing, das ist der glaube ich nicht mehr. Oder ist er das noch? Doch, kann sein. Nee, ist er vielleicht sogar noch. Vielleicht irre ich mich da sogar. Die sehen so ein bisschen schwarz aus, aber eigentlich waren die nicht schwarz. Na gut. So, hier ist die Türenriegelung, auch richtig britisch. Man zieht das nach hinten, dann geht die Tür auf und geht sehr, sehr weit auf. Man muss also, ich bin 1,84 Meter, schon sich ein bisschen zusammenfalten, aber dann funktioniert es auch. Ja, es ist bis vor ein paar Tagen noch Schnee gehabt, dadurch ist die Wiese so ein bisschen weich, deswegen sind unsere Räder so ganz leicht schmutzig. Wir werden das gleich mit dem Schlauch wieder sauber machen, aber anders geht das nicht. Nur das ist so ein schöner Platz hier oben. Wir haben ja Ruhe und Zeit zum Filmen, hier nervt keiner und es ist ja im Moment traumhaft, die weißen Alpen da hinten. Man sieht jetzt noch so eine leichte Inversionswetterlage, da unten sieht man noch den die blaue kalte Luft. Und hier oben haben wir 11 Grad, also wirklich wunderschön. Und ich sage mal, die Farbe, die wir hier euch präsentieren können, die ist sehr, sehr selten auf dem XK140 und die hat er sich nicht überlegt, die hat das Auto tatsächlich. Ich möchte euch mal ganz kurz die Akte zeigen zum Auto, wobei wir die ganzen Restaurierungsdokumente jetzt gar nicht dabei haben. Die hast du, glaube ich, du hast gesagt, Fotodokument dazu.
Ah, die wird uns zugeschickt, höre ich gerade. Also hier vorne, was ich ja total toll finde, das ist XK140, ganz original. Guck mal hier, Owner Manuals, Open Two-Seater, Fixed Head Coupé. Das ist der Wagen, schön gezeichnet, tolle Linien bei dem Auto. Und hier, das finde ich also ganz bemerkenswert. Jetzt fällt mir alles aus der Hand, kleinen Moment. Schaut mal, hier ist dieses irre Foto von Herrn Professor, wo er in seinem XK so fährt, wie er ihn über 40 Jahre lang besessen hat. Guck mal hier, ist das nicht ein tolles Foto? Da könnt ihr die originale Farbe sehen, das originale Leder. Da sitzt der. Was irgendwie weg ist, ist die Persenning. Da muss ich mich noch drum kümmern. Die haben wir nicht gefunden. Deswegen müssen wir so offen fahren gerade. So ist das Auto immer bewegt worden. Er hatte immer einen ersten Lack und hat ihn zeitlebens gepflegt. Hier sind auch State of California, die Besitzdokumente. Das könnt ihr hier sehen. Das ist alles beisammen. Kann man alles nachvollziehen. Und er hat dieses tolle Heritage-Zertifikat. Das haben wir hier, Jaguar Daimler Heritage Trust, wo man genau sehen kann, wo man genau sehen kann, welche Fahrgestellnummer, welche Motornummern. Hollywood, USA, Sunset Boulevard ist halt damals ausgeliefert worden von dem Händler. Es ist alles da und glücklicherweise ist das Auto in der Hand gekommen von jemandem, der gesagt hat, wir machen es so original, wie es geht. Er musste einen neuen Lack haben, nach 50 Jahren ist das irgendwann mal fällig. Aber man sieht das an der Karosserie, an den Spaltmaßen, das sitzt alles wirklich einmalig gut. Ja, also was bei diesem Auto wirklich überzeugt, ist der Motorlauf. Man merkt, dass der super gemacht ist und läuft astrein. Er springt auf Schlag an, das Auto verschluckt sich nicht, überhaupt nichts. Die Bremsen sind sehr, sehr gut, die würde ich auf jeden Fall so belassen. Also man merkt, man bremst und es geht richtig nach vorne. Was man dem Auto noch spendieren könnte, wären vielleicht Gurte. Das gab es ja damals nicht unbedingt. Aber fahren tut er gut und das Interessante bei einem Jaguar XK, der hat ja diese starke Maschine mit 3,5 Liter, das sind echte 3,5 Liter und 6 Zylinder, die gut 200 PS erzeugen. Das ist eine ganze Menge für ein Nachkriegsauto aus den 50er Jahren. Und damit konnte er bei jeder Rallye, bei jeder Veranstaltung sehr, sehr gut mithalten. Und es ist auch entspanntes Fahren, hat einen tollen Drehmomentverlauf. Also er schiebt gut nach vorne. Ich meine, 200 muss man jetzt vielleicht nicht fahren mit so einem Auto, aber ich sag mal so 120, 130 Reisegeschwindigkeit ist ohne weiteres möglich. Und das Gefühl, was man hat, wenn man in diesem Wagen sitzt hier, durch diese geteilte Scheibe, ist ja so ein bisschen flugzeugähnlich, finde ich absolut schön. Und die haben das höchstwertig verarbeitet. Schaut euch mal das tolle Holz hier an. Das hat er auch super wieder restauriert. Das hat eine schöne Tiefe, das ist das schöne alte Holz noch, was er in Amerika auch hatte. Und das muss nirgends kaputt gewesen sein, auch hier, schaut mal hier, so liebevoll ist das damals gemacht worden. Aschenbecher sind hier, das ist so für Portemonnaie und so gewesen. Also ganz, ganz toll gemacht. Und sonst sind ja hier vorne überall die ganzen originalen Instrumente noch da und vorhanden und allesamt in einem guten Zustand. Also das Auto hat einen ganz tollen Charme, hat wirklich Flair. Und es vermittelt einem absolut die gute alte Zeit der 50er Jahre, wo das noch was ganz Besonderes war, wenn man so einen tollen Wagen sein eigen nennen durfte. Das war was. Und auch wie man hier sitzt in diesem Auto, man ist der Natur ein bisschen näher. Weil ihr seht ja selber, ich bin 1,84 Meter, aber das geht gerade so. Man braucht da wirklich eine Kappe, sonst zieht das. Aber schon gut gemacht. Also schöner Wagen. Vermittelt einem auch ein tolles Gefühl. Es zieht auch gar nicht so doll, weil hinten das Verdeck einigermaßen hoch liegt. Und notfalls kann man sich an Schal umbinden. Wirklich schönes Auto. Ich sehe gerade die Chromleiste auf der Haube. Ist auch noch die Originale. Übrigens, das Auto hat noch so ein kleines bisschen Staub und so ein bisschen Fett. Der Service, wir haben den Wagen heute Morgen erst bekommen. Und wegen des tollen Wetters haben wir gesagt, komm, den filmen wir jetzt gleich, bevor er richtig aufgearbeitet wird. Bei uns werden ja mal alle Autos komplett aufgearbeitet, wenn wir sie von den Eigentümern bekommen. Aber das Auto ist wirklich eine Rarität. Also die meisten XKs sind dunkelblau oder sind dunkelgrün, aber das Blau ist ganz, ganz selten. Und ich persönlich, ist für mich ein Favorit, die Farbe. Finde ich absolut klasse, steht im Auto und es ist was etwas anderes, als die meisten haben. Ja, so kann man das Alpenvorland gut genießen heute bei so einem Wetter. Macht mir absolut Spaß. Ich meine, Servolenkung hat er nicht. Ich habe das eben gerade gemerkt, wenn man da so dreht, braucht man schon ein bisschen Kraft.
Notfalls kann man sich da eine elektrische Servolenkung einbauen lassen. Aber für einen echten Sportwagenfahrer tut das eigentlich nicht nötig. Was ich halt finde, die Form vom XK140 ist wunderschön. Ist einer der elegantesten und schönsten Cabrios der Nachkriegszeit. Und das ist auch der Grund, weshalb diese Autos ziemlich preisstabil sind. Die gehen ja teilweise bis an 200.000 € an. Unser Auto ist doch deutlich günstiger und ich würde fast sagen, das ist bei der Qualität, die hier geboten wird, fast ein Schnäppchen. Ich halte das Auto für ganz interessant und würde euch sagen, besucht mich. Der Wagen steht jetzt in Beuerberg. Wir haben auch hier im Süden den Film gedreht, obwohl er aus dem Norden kommt. Übrigens ganz interessant. Aber das ist ein Auto, das darf man sich, denke ich, nicht lange überlegen. Ich glaube nicht, dass wir den lange behalten, weil wenn jemand länger nach einem guten XK sucht, kommt er an dem Auto gar nicht vorbei. Der ist ganz toll und authentisch restauriert worden. Und man merkt auch, wie er fährt. Das Auto ist nicht verfummelt. Der ist ganz fest, der Wagen. Guck mal, dieses wunderschöne Lenkrad ist auch restauriert worden. Da ist noch der alte Hupenknopf drauf. Das ist auch noch das alte originale Plastik. Das kann ich erkennen. Finde ich toll, dass der Besitzer das so gemacht hat. Man kann alles neu machen, wenn man so einen Wagen restauriert. Aber dann ist der Charme weg. Und ich fand, das macht es doch bei so einem Auto, wenn der richtig in Würde und gepflegt gealtert ist. Das ist eigentlich das, ja, was das Besondere ausmacht. Also mir macht er hier Spaß, der fährt toll, der bremst gut, der schaltet sich gut, der hat eine tolle Leistung, obwohl ich ihn, wie gesagt, noch nicht richtig hoch drehe, er wird gerade erst noch eingefahren. Also man muss dem Auto noch, ich sag mal, 1000 Kilometer geben, dann kann man ihn mehr fordern, aber jetzt noch nicht. Ja, Jaguar XK140 Cabrio, die Autos sind auch nicht sehr lange gebaut worden, von 1955 bis 1957, dann war Schluss. Dann gab es den XK150, der hatte dann nicht mehr diese geteilte Scheibe, sondern die gebogene runde Scheibe. Da werde ich euch die nächste Woche auch 2 weitere Autos anbieten können, die wir haben. Auch ein interessantes Auto. Mein Favorit ist der 140er, weil er schöner ist. Ihr habt zwar im 150er ein bisschen mehr Platz, aber diese tolle Linienführung wie in dem Auto hier hat der 150er, finde ich, nicht. So, danach kam ja noch ein Riesenwurf. Den Film haben wir morgen mit einem Jaguar E-Type. Das war dann eigentlich von dieser Serie, von der XK-Serie, der Nachfolger. Hat auch einen sehr schönen Sound, der Wagen. Also ich kenne das bei den XKs, da muss man normalerweise Dollar drauf treten, bis da was passiert. Aber die haben eben normalerweise auch noch 4 Trommelbremsen. Ich sagte ja schon, er hat vorne Scheibenbremsen bekommen aus Sicherheitsgründen. Das finde ich eine sehr, sehr gute Investition. Wie gesagt, die alten Trommeln liegen hinten im Kofferraum, die sind dabei. Also wie er es haben möchte. Ja, ein schönes Auto zum Fahren, ist ein toller Klassiker. Und ich kann euch sagen, ein XK140 hat immer seine Fans. Und das ist ein Auto, was seitdem ich es kenne, geht es immer langsam nach oben. Der ist nie nach unten gegangen. Und das wird auch jetzt so anhalten. Es kommen ja aus Amerika teilweise auch schlechte Autos. Bei dem kann ich sagen, ist das nicht so. Hat übrigens auch einen neuen Kabelbaum bekommen. Das war nötig, weil das Plastik da in der Trockenheit so ein bisschen porös wird, ein bisschen bröselt. Aber ansonsten die Karosse rostfrei, tipptopp, und das sieht man dem Auto an. Und man spürt es auch sonst, dass der Wagen nicht weich ist. Er fährt sich sehr gut. Schöner Wagen. Wirklich ein schöner Wagen. Hat ein schönes Dach, übrigens auch in dunkelblau. Also auch sehr schick gemacht. Außen dieses Mittelblau. Man nannte das in Deutschland früher Golfblau. Bei Mercedes gab es ja die Farbe auch. Dann das dunkelblaue Dach steht im Wagen. Und ist ein gefüttertes Verdeck. Das Auto gibt es ja auch als Roadster. Als Roadster hat er dieses einfache Verdeck. Das verschwindet dann hinten hinter der Karosse. Er hier ist ein Cabriolet, und ein Cabrio bedeutet immer, das Verdeck liegt auf der Karosserie auf. So wie er hier. Und das ist natürlich beim schlechteren Wetter ein bisschen besser. Ja, unsere Probefahrt neigt sich dem Ende zu. Das war also eine sehr entspannte, sehr schöne Probefahrt. Ohne jedes technische Problem. Der läuft toll. Man hat immer so ein Gefühl, wenn man mit so einem Wagen fährt. Das ist ein Auto, da kann man sich reinsetzen, fährt 1000 Kilometer und man kommt gut an und man hat richtig Freude bei der Fahrt. So ein Auto ist das hier. Also wirklich, ich habe ein ganz gutes Bauchgefühl bei dem Wagen. Schönes Auto. Und ein Besitzer, der zum Glück alle Teile, die man noch alt verwenden konnte, nicht alles hat nochmal neu machen lassen, sondern wiederverarbeitet hat. Und deswegen passt und sitzt das auch so gut. Hat er sehr, sehr schön gemacht. Das muss man wirklich sagen. Also wirklich gut gemacht. Ja, da vorne kommt Beuerberg in Sicht.
Da wird er jetzt die nächsten Wochen verbringen, bis er einen neuen Käufer gefunden hat, einen neuen Eigentümer. Aber da wir auch nach XK so einige Anfragen jetzt auch hatten, denke ich mal, dass wir das Auto nicht lange haben werden. Übrigens, was ein ganz wichtiger Punkt ist, es gibt ja heute viele Fachfirmen, die solche Autos restaurieren. Und oft ist es so, die kaufen sich da in Amerika oder irgendwo anders 2, 3, 4 Schrottautos, werfen die alle auf einen Haufen, bauen das alles ab, verchromen das alles, machen die Technik und bauen es dann wieder zusammen. Und oft passt dann das eine Teil nicht mehr zum anderen, weil man die einfach nicht durchnummeriert und nicht darauf achtet, dass das Teil auch zu dem Auto wieder kommt, wo es war. Und das ist hier 100% der Fall, deswegen passt und sitzt das so gut. Wisst ihr, wenn ein Auto einmal restauriert, und es wird ja auch beim Thema 190 SL zum Teil gemacht, da kauft man 10 Autos auf, dann schmeißt man die ganzen Teile auf einen großen Haufen und dann wird das so zusammengebaut, wie die Teile da gerade liegen. Da passt oft vieles nicht und das Auto hat dann seinen Charme verloren. Wenn ein Auto einmal auseinandergerissen wurde und nicht wieder authentisch, original zusammengesetzt wurde, ist der Spaß an so einem Wagen vorbei und man hat meistens immer irgendwelche Probleme. Und das ist das Schöne, das ist hier nicht der Fall. Der hat die komplette Historie, es ist alles bebildert, gibt nur 2 Vorbesitzer, also es ist wirklich fantastisch. Und es gab auch noch dieses eine Auto in dieser Garage, wo der Eigentümer jahrelang dran gearbeitet hat und ich kann sagen, das hat er wirklich gut gemacht. Morgen geht es gleich weiter, das Wetter soll auch morgen weiter gut bleiben, dann arbeiten wir mal draußen, fahren und machen das sehr gerne für euch. Wenn ihr mal Anregungen habt, was wir besser machen können oder verbessern sollen, meldet euch bei mir, schreibt mir eine E-Mail, ruft mich an, werden wir auf jeden Fall tun. Und wenn er ein tolles Auto für uns hat, mir bitte anbieten, das brauchen wir immer für gute Filme. Also, bis bald, euer Stefan Lufschitz. Ciao.